Direkte Kommunikation mit Kunden ist heute ein Muss für viele Unternehmen. Content ist wie immer King, aber Recherche, Erstellung und Veröffentlichung kosten viel Aufwand. Mit dem AI-gestützten Services von Intelio ändert sich das. Geschäftsführer Clemens General ist bei uns im Studio. Clemens, danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Erklär ganz schnell, was macht ihr? Also, grundsätzlich ist Kommunikation einer der Kernprozesse, wie heute ein Unternehmen am Markt auftreten muss. Und diese wird immer komplexer, weil die verschiedenen Leute, die bei einem kaufen und die einem wichtig sind, sind über das ganze Internet verteilt. Wir als Intelio vereinheitlichen diesen Prozess. Das bedeutet Content-Erstellung und Content-Verbreitung und dann intern das CMS-System, alles irgendwie aus einer Hand? Ist das die Idee? Ist alles aus einer Hand, auch für jeden selbst zu machen, weil man kann es einfach downloaden und es ist umsonst als Starter. Grundsätzlich ist wesentlich daran zu verstehen, dass früher hat man kommuniziert, weil man die Person kannte, zu der man redet. Ja. Im Internet ist es so, dass diese Art der Kommunikation stattfindet, aber man muss zuerst wissen, was die Leute wollen, mit denen man nachher spricht. Und das sind viele verschiedene, die sind ganz verschiedenartig im Internet verteilt. Und je besser man das schafft, ihre Interessen zu treffen, desto besser kann man im Endeffekt die Sache, die man ihnen sagen will, anpassen. Und für dieses Anpassen helfen wir im Prozess sozusagen. Also nicht nur für das Schreiben, sondern auch schon davor, vor dem ersten Schriftzug, helfen wir zu sagen, datenbasiert, was soll man schreiben. Und das wird dann auch verteilt und gemessen, wie gut es funktioniert. Das heißt, ihr seid schon im Rechercheprozess mit dabei? Genau, ja. Also wir wollen nicht mehr, dass man vor einer weißen Seite steht und sagt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, sondern man sagt, ich habe eine Idee, ich würde gerne über ein gewisses Thema schreiben, wie zum Beispiel Artificial Intelligence. Und im Endeffekt geben wir dann Anleitungen, was für Themen dafür wirklich wichtig sind, welche Fragen Leute sich stellen und welche dieser Fragen man beantworten sollte in so einem Artikel, den man dann sehr schön aufbereitet und optimiert. Das macht auch alles das Tool sozusagen und hilft einem dabei. Und ihr habt dann dahinter, ihr müsst eine Datenbasis haben. Also wenn sowas Artificial Intelligence, so ein Thema aufpoppt, ich will darüber schreiben, dann müsst ihr mich da irgendwie unterfüttern. Das heißt, ihr müsst aber selber nicht viele Daten haben. Genau, also wir versuchen das gesamte Internet sozusagen bei uns zu vereinen, auch alle, die noch schon Daten zur Verfügung stellen, bewusst, damit sie eben auch Relevanz erlangen. All diese Daten nehmen wir zusammen sozusagen, analysieren diese und stellen daraus heraus, wer davon die besten Ergebnisse liefern und welche Ergebnisse davon eben dadurch reproduzierbar werden, dass man eigentlich da einen Artikel schreibt sozusagen. Also man trifft dann auch wirklich genau das, was derjenige lesen will und das ist eben genau das, wo man den Wert an diese Person gibt und dieser Wert, den man gibt, ist eigentlich der Grundstein dafür, dem mal was zu verkaufen. So, das heißt also, ihr helft mir, meinen Content, den ich zwar kenne, aber der vielleicht ein bisschen vage ist, mit Daten zu unterfüttern und grundsätzlich zu schärfen. Wesentlich zu schärfen. Und zwar ganz wichtig eben nicht nur für Google sozusagen zu optimieren, sondern ganz wesentlich auch für die ganzen verschiedenen sozialen Netze, aber eben ganz wichtig auch auf das, was der wirklich lesen will. Und das ist eben eigentlich dieser Intent oder so etwas, ist das, worauf wir uns fokussieren und auch den ganzen Prozess aufgelegt haben. Also davor hätte das auf verschiedenartige Weise versucht werden können zu machen, aber wir geben auch wirklich demjenigen, der noch keine Ahnung von dem ganzen Rest hat, der nur schreibt, die Ideen dafür, wie er das sozusagen am besten macht. Das heißt, ihr streamlines mir auf der einen Seite Informationsquellen. Du sagst, ihr seid das ganze Internet, also das ist in Wirklichkeit strukturierter, als ich sonst habe, wenn ich wirklich das Ganze hätte. Genau. Und das Zweite ist, ihr seid auch ein quasi Meta-CMS-System, wo ich dann, nachdem ich den Content habe, ihn schreiben kann, ihn distribuieren kann und das Ganze optimiert. Verstehe ich das? Genau, ja. Und nachher auch weiß, wie gut das funktioniert sozusagen. Also das ist uns auch ganz wichtig, damit man eben dann dieses, was man dabei gelernt hat bei dem Artikel, sozusagen in den nächsten Artikel schon wieder einführen kann und sagen, das haben wir dort gut gemacht, das haben wir nicht so gut gemacht und das machen wir das nächste Mal besser. Dadurch wird das immer besser und besser mit der Zeit. Je erfahrener man oder je mehr man zum Profi wird, desto besser sind die Ergebnisse und wir helfen eben dem Laien auch schon auf ein sehr professionelles Level zu kommen, dadurch, dass die Software den ganzen Rest der Arbeit macht. Und das Businessmodell, das ihr habt, setzt irgendwie darauf auf, dass Unternehmen kommunizieren müssen, das im Moment nur machen, da gibt es halt 2, 3 oder wenige Beauftragte und die haben Agenturen angeschaltet und ihr wollt da eher ihr verbreitet quasi diese Kommunikationsbasis? Genau, also der Trend, der dorthin geht, ist eigentlich, dass wer nicht kommuniziert, ist tot als Unternehmen. Ja? Weil der redet mit seinen Kunden nicht und dadurch vergessen ihn vielleicht die Kunden dann, wenn sie was kaufen wollen sozusagen. Und wir helfen einfach, dass der sozusagen diese gesamte Message, die er eigentlich seinen Kunden mitgeben möchte, und zwar nicht wirklich wie eine Werbung, sondern eben mehr etwas Informatives, Fragen, die sie auch haben, Dinge, die sie
interessant finden könnten, die auch an seine Themen andocken. An diesen Stellen helfen wir ihm anzudocken und helfen ihn sozusagen beim Kunden in den Kopf einzuschlagen, sozusagen, durch das, dass er sich hier verbreitert. Bei größeren Unternehmen wird das größer, weil die müssen mittlerweile sowas wie eigene Zeitungen bauen, wo sie dauerhaft ganz viel Inhalte produzieren, die wesentlich für ihre Zielgruppe sind und mit diesen Inhalten dauerhaft ihre Kunden anfüttern sozusagen und ihnen Wissen und Wert geben sozusagen. Jetzt bin ich ein bisschen Advocatus Diaboli. Das ist einmal, ich sage mal, Leute, die die ganze Welt beglücken und da bin ich immer grundsätzlich skeptisch. Allerdings bei eurem Tool habe ich wirklich das Gefühl, das braucht jedes Unternehmen. Ja, also wir versuchen, das ist einer der Fehler, die man am Anfang als Startup machen kann und wir haben den eine lange Zeit gemacht, dass wir mal grundsätzlich niemanden getargetet haben. Wir sind heute sehr klar darin, was wir machen. Wir machen nur für große Unternehmen sozusagen das etwas und wir haben das, was man über das Internet direkt selbst kaufen kann, als kleines Tool, um eben damit, weil wir sehen das als unseren Auftrag, dass wir auch Leuten, die sozusagen noch nichts haben, kein Geld mit ihrem Content verdienen, kleine Unternehmen sind und so weiter, dass sie einfach mal gratis starten können, dass sie sehen, wie ist das überhaupt, wenn ich das mache, was habe ich für Ergebnisse. Und lustigerweise sind die meist sehr gut, weil die Leute, die darüber schreiben, ob sie jetzt der kleine Einzelunternehmer sind oder der KMU-Mensch, der weiß halt einfach am meisten über sein Thema. Der ist der absolute Spezialist. Genauso wie man es dann in großen Unternehmen hat, wo dann Experten sitzen, die heute gar nicht zu Wort kommen, die heute einfach gar nicht reden dürfen, weil die untergehen unter diesem Schirm sozusagen, der da drüber gestülpt wird. Das heißt, die vielen die vielen Experten, die im Hintergrund, die großen Experten, die im Hintergrund sind, kriegen eine Stimme. Genau. Jetzt, du hast schon gesagt, es gibt eine kostenlose Version. Grundsätzlich, wie ist das Business Model? Was kostet ihr, sagen wir mal, für eine größere Enterprise oder auch für ein KMU? Also bei uns ist das grundsätzlich so, dass wir eigentlich, also für ein KMU fängt das an, also bei uns ist die Logik, dass wenn man allein ist, verdient man kein Geld mit Content. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Sobald man zu zweit ist oder eine Hilfe hat, verdient man ein bisschen Geld. Das heißt, wir chargen ab 9 Euro pro Sitz sozusagen, also pro der das Tool nutzt. Aber wenn man kurz jemand einlädt und sagt, bitte schau da drüber, muss man es auch nicht copy und pasten und per E-Mail wohin schicken, sondern man kann einfach dem genauso einen Zugang zuschicken und der kann sich das dann anschauen für 3 Tage und dann kann er sozusagen einfach nur Teil des Systems werden und selber vielleicht anfangen zu publizieren oder dann dauerhaft als Mitarbeiter eingebunden werden. Also mit 9 Euro beginnt das Ganze sozusagen, also sehr, sehr gering. 9 Euro pro Monat? Genau, 9 Euro pro Monat, ja. Dann haben wir für 24 Euro pro Monat, da kann man dann schon, wenn man mehrere Leute hat, wird es wichtig, dass man nicht einfach nur zusammenarbeitet, sondern da wird es wichtig, dass wer macht was nach wem. Das heißt, wer auch immer in dieser Kette dran ist, ist ganz wichtig herauszufinden, wer das gerade ist, weil sonst geht da nie was weiter und jeder weiß, wenn ich viele Sachen zu tun habe, ich habe alle Hände voll zu tun, dass ich auch noch meinen Blogartikel schreibe oder dass ich auch noch das eine schreibe, was mir gerade am Herzen liegt, das kann manchmal dann eine Woche später werden und so. Und es ist wichtig, dass das Unternehmen immer weiß, wo die sozusagen gerade stehen in dem Prozess. Ja. Und das ist noch ein Thema, das heißt, ihr habt die Content Creation auf der einen Seite und dann habt ihr aber die Verbreitung von genau diesem Content in den verschiedensten Formaten. Da gibt es längere, da gibt es kürzere, da gibt es eine längere Blogpost, da gibt es eine kürzere Facebook-Post und all diesen ganzen Prozess optimiert ihr, damit es für einen User so schmerzlos wie möglich wird. Genau, ja, weil wir sehen einfach, dass heute, wenn man sich anschaut, auch wenn man sagt, man hat immer die eine Person, die schreibt für uns was auf unserem Firmenblog oder macht unser Facebook und so weiter. Diese Person macht heute 90% der Zeit Arbeit, die nicht dazu dient, die Message des Unternehmens zu verbreiten. Und das ist das, was wir eigentlich wirklich schlecht finden. Ja? Das ist einfach etwas, was wir ineffizient finden und wo jedes Unternehmen wissen muss, dass wenn man der 1.000 Euro zahlt im Monat, dass besser wäre, sie würde 10-mal so viel machen, als sie würde halt nur 3 Blogposts machen. Und dabei hilft unser Tool halt ungemein. Und deshalb soll es auch jeder mal einfach nur ausprobieren, weil dann wird er merken, dass allein diese Verbesserung dort so einen großen Unterschied macht fürs Unternehmen. Einen Schritt noch zurück, was kostet es für Enterprise? Für Enterprise gibt es dann auch eine per Seat, das ist dann etwas teurer. Also wir veröffentlichen da keine Zahlen, aber das ist dann etwas teurer, weil da geht es dann meist darum, wenn die sehr komplexe interne Systeme haben, geht es dann darum, dass wir das eben teilweise Anbindungen noch machen müssen, weil wir versuchen natürlich die großen, so wie WordPress, Facebook, Twitter, Medium und so weiter von vornherein zu machen, aber wenn jemand eben ein sehr spezielles System hat, das nur für ihn programmiert wurde, müssen wir das eben anbinden und das dauert einfach Zeit und daher, da wird das dann, die Sicherheitsstandards sind halt noch höher und das ist halt noch für Enterprise hat halt immer sehr spezielle Qualitäten. Ja. Gut. Wie geht es euch als Firma? Wie viele Leute seid ihr? Wo sitzt ihr? Ja, also uns geht es als Firma gut grundsätzlich. Ja. Also wir sind ein Startup, wir sind Venture gefundet, wir haben sehr imposante Investoren schon überzeugen können, die auch an die Message glauben und die auch daran eben glauben, dass Kommunikation so wichtig ist und das merkt eben schon langsam jeder, wenn über 90% der Kaufentscheidungen im Internet getroffen werden oder nach einer Information dort. Ja.
Da will halt jeder gern dabei sein. Wir sind 25 Leute als Gesamtteam. Wir sitzen in Wien und in Budapest sozusagen, was daran liegt, dass mein Co-Founder sozusagen auch Ungar ist und der sozusagen als Head of Development oder CTO sozusagen hier auch maßgeblich das Team steuert. Und wir sind ein wirkliches Softwareunternehmen, also wir sind sehr, sehr produktionslastig in dem, was auch daran liegt, dass einfach unser Produkt halt einen sehr, sehr breiten Maßstab abbildet, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die einzelne Teile davon machen. Also scherzhaft sagt man öfters, dass wir 10 Startups auf einmal gebaut haben, anstatt ein Startup. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn man ehrlich ist. Nein, aber im Endeffekt ist natürlich das Ergebnis wunderbar, weil einfach, man muss nicht mehr mit 10 Sachen reden, man muss nicht lauter Leute treffen, die irgendwie einem was verkaufen wollen. Man hat eine Sache, die ist in Wahrheit fast billiger als der ganze Rest zusammen. Und das liegt einfach daran, dass wir das eben demokratisieren wollen. Wir glauben eben daran, dass jeder braucht. Und da ist nicht so wichtig, dass das sozusagen eigentlich von vornherein ganz viel Geld kostet, sondern dass halt jeder es benutzt. Das ist wirklich wichtig für alle Unternehmen. Und nicht nur alle in Österreich, sondern alle überall auf der ganzen Welt. Das ist ein schönes Schlusswort. Clemens, danke fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Danke für Ihre Zeit. Liken, share und subscribe. Wir sehen uns im nächsten Clip.